Oh, geil. Alter, wie smooth. Geil, oder? Geil, ist das... Danke. Freunde, schön, dass ihr da seid. In dieser Tasche verbirgt sich ein Geheimnis. Ihr glaubt niemals, was da drin ist. Nichts. Zumindest noch nichts, Freunde. Ich habe aber schon einen mega Plan. Und zwar möchte ich mir eine kleine Werkzeugtasche bauen. Da soll alles Mögliche für kleine Urlaubsprojekte drin sein. Ein paar Sachen habe ich hier schon zusammengestellt. Kleine Zange, kleiner Hammer. Oh, das hier, Freunde, das zeige ich euch später. Jetzt könnte ich natürlich einfach so machen. Und wäre fertig. Aber ihr kennt mich, Freunde. Das ist natürlich nichts. Ich habe so Bock auf das Projekt. Es wird nämlich eine kleine Herausforderung, glaube ich, denn wir haben nicht viel Platz in dem Ding. Aber erstmal bauen wir jetzt einen Inlay aus Holz. So, Step Nummer 1. Das hier passt jetzt wunderbar hier rein. Und ihr seht jetzt aber schon, es ist nicht hoch genug. Das ist, weil ich möchte 2 Hölzer haben, dass ich quasi hinter den Deckel habe. Das ist zumindest der Plan. Das heißt, hier muss jetzt noch was abgesägt werden und ich baue mir noch ein kleines Hölzchen für oben. So, das möchte ich jetzt an der Bandsäge auftrennen. Das ist auf jeden Fall ein Leben am Limit Aktion, Leute. 1 cm Platz hier, wir probieren es. Ist doch ein perfektes Schnittergebnis. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. So, jetzt haben wir unsere beiden Hölzer. Die passen jetzt wunderbar in die Tasche hier. Zack. Ziemlich perfekt. Jetzt haben wir diese ovale Form. Die möchte ich jetzt erstellen. Also das ganze Ding soll natürlich hier perfekt reinpassen hinterher. Mach erstmal einen kleinen Test. Das Schöne, Freunde, ist, dieses Video wird gesponsert von Shaper. Mit diesem schönen Gerät werde ich nämlich das ganze Projekt umsetzen. Ich habe schon diverse Ideen, aber erstmal kümmern wir uns jetzt um dieses Ovale hier. So, erstmal Workstation installieren. Geil! Für die Rundung habe ich rausgefunden, dieses Teil hier hat den genau gleichen Radius. Das nehme ich quasi als Maß und werde mir jetzt erstmal hier schönes Oval zeichnen. So Leute, weil das ein gesponsertes Video ist, kann ich natürlich jetzt auch erzählen, ich liebe dieses Zeug von Shaper. Das hier ist ja die Schieblehre, hat ein mega geiles Gimmick. Hier diesen gelben Knopf, hat Bluetooth. Drückst du lange, dann kannst du das hier verbinden mit deinem Gerät, mit der Origin oder mit dem iPad. Warte 2 Sekunden, dann ist das Ding verbunden. Geh jetzt zu Shaper Studio. So Freunde, und jetzt die Magic. Jetzt habe ich hier mein kleines Bauteil, möchte das messen. Geh da hin. So in diesem Fall. Drück jetzt den gelben Knopf und zack, überträgt er einfach das Maß. Und jetzt vermessen wir den Rest. So Freunde, die Zeichnung ist fertig, ist schon automatisch in der Cloud. Das heißt, ich gehe einfach hier auf die Maschine, auf Laden, zack, klicke einmal hier drauf und dann lädt er das. Jetzt kommt hier ein Stück Restholz drauf und dann fräsen wir. So, es wird einfach mit dem Tape hier aufgeklebt. Zack. Upala. So, übrigens hier, apropos, geiles Teil, Leute. Das ist der Anschlag, den kann man hier dran packen, um die Maschine im Prinzip zu stützen. Gleichzeitig kann man aber auch das Ding hier oben ranklemmen und hat jetzt einen Anschlag, um die Höhe zu bestimmen vom Werkstück. Das ist echt richtig geil durchdacht immer. Fertig, perfekte Oberfläche. So, los geht's. Das sieht gut aus. Wow. Geil. So Freunde, schauen wir mal, ob dieses wunderschöne Holzstück passt. Hier ist die Tasche. Ich lege es direkt rein. Oh. Ja. Holen wir mal eine Taschenlampe hier. So, jetzt sieht man das auch mal richtig. Da, das wollen wir sehen. Leute, so ist das 1A. Das ist völlig ausreichend. Auch von außen hier, Freunde. Das ist das Leder außen drum. Da soll so ein kleiner Rand sein, das ist richtig. Und dann hier
Also es ist so geil einfach. So, und jetzt werde ich anfangen, diese Form hier drauf zu übertragen. Allerdings nicht ganz. Warum, wieso, erzähle ich euch gleich alles. Guckt einfach zu. Let's go. Erstmal Hölzer zusammenkleben. Jetzt ist mein Werkstück festgemacht hier und jetzt habe ich hier so einen Spezialfräser, das ist eigentlich nur ein Fräser umgedreht. Damit taste ich jetzt quasi gleich das Werkstück ab, damit die Maschine ganz genau weiß, wo das Holz quasi sich im Raum befindet. Wenn man es nicht sieht, mache ich euch kurz vor, es fährt hier so runter und dann so und dann hat es halt diese Ecken hier. Und jetzt sieht man hier diese weißen Linien, zack, und das Werkstück ist hier, also einfach ein perfektes Raster. Da legen wir virtuell jetzt unsere Schablone drauf, ungefähr so. So. Laden wir die wieder. So, und jetzt kann ich das hier positionieren. Vorher natürlich noch Fräserwechsel. Zack. Kommt das Ding hier drauf. 1/4 mit 2 Schneiden. Das heißt, ich bringe jetzt erstmal die Form vorsichtig in das Material rein. So 1 Zentimeter oder so. Das reicht schon erstmal für den Anfang. Ja, Freunde, das passiert natürlich. Es ist Werkzeug, es ist dafür da, benutzt zu werden. Das ist das Zwischenergebnis. Und wenn man da reinguckt, in diese kleine Ecke, dann sieht man da unten, habe ich ein bisschen Aluminium freigelegt. Denn ich habe hier durch das Material in diese Tischplatte gefräst. Nicht optimal, aber es ist auch nicht so dramatisch. Ist mir auch nicht das erste Mal passiert, Leute. Hier ist eine Macke, da ist eine Macke. Ja, also solche Sachen passieren halt einfach. Mir zumindest. Das Teil ist fertig, Freunde. Ein bisschen grob, aber das wird hinterher noch bearbeitet. Jetzt möchte ich mir erstmal aus diesem Reststück Aluminium ein kleines Scharnier bauen. Mit diesem Shapeshifter-Tool kann ich verschiedene Formen zu einer neuen Form generieren. So, gucke ich mal, habe mir so ein paar Sachen hier hingelegt. Und dann checke ich das mal aus, ob es funktioniert. Die Datei ist geladen, jetzt fräsen wir die Scharniere. Richtig geil, vom Rechner in die Realität. Jetzt ist die Herausforderung, das Holz so rauszufräsen, dass die Teile schön eingepasst sind im Material. Guckt euch das an. Es ist perfekt. Richtig geil. Jetzt senken wir die Teile schön an. So, Freunde, ein Teil auf diese Seite, ein Teil auf diese Seite. Und damit ich jetzt testen kann, ob das überhaupt funktioniert, was ich mir überlegt habe, muss erstmal dieser ganze Bereich hier sauber gemacht werden, abgeschnitten werden, damit das schön oval wird. So, hier zwischen ist ja jetzt noch doppelseitiges Klebeband. Das muss ich jetzt erstmal aufmachen, damit auch hinterher alles schön zusammenliegt, wenn ich die Löcher bohre für die Scharniere. Vielleicht hier mit so einem Messer. Das ist gut. Das klebt einfach zu krass zusammen hier. Boah, das ist scheiße. Okay, ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht bei der Aktion. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. So, Freunde, Hand aufs Herz. Ich muss sagen, wenn ich mir das so genau angucke, man sieht schon, das Aluminium und so ist jetzt nicht hier perfekt eingepasst. Ich
baue das erste Mal. Es ist gar nicht so einfach, merke ich. Und die kleinen Fehler potenzieren sich. Aber ich mache jetzt einfach weiter. Done is better than perfect. Und ich brauche jetzt mein Erfolgserlebnis. Deswegen bohre ich diese kleinen Löcherchen noch hier für die Scharniere, Schrauben rein. Und dann gucken wir mal, ob überhaupt dieser Mechanismus funktioniert. Los geht's. Freunde, gut, dass ich diese Bohrmaschine umgebaut habe. Es gibt eine dreiteilige Serie über das ganze Projekt. Viel mehr brauche ich ja wohl nicht zu sagen dazu. Geil, letzte Schraube. Schlitzschrauben nerven so, ne? Aber ich finde es einfach eine krank gute Ästhetik. Jetzt der Moment der Wahrheit. Ich mache die Klammern ab hier. Da ist schon so ein bisschen Druck drauf, merke ich. Aber ist okay. Kriegen wir alles hin. Jetzt mache ich das auf hier. Das Klebeband ab. Dann sollte das theoretisch... Oh Gott, ich bin so gespannt. Wunderbar aufklappen. Ah, okay. Erinnert mich ein bisschen an Polly Pocket. Hier nochmal in Nachfreunde. Der Deckel geht auf. Nicht komplett, aber ich glaube, das kriege ich hin, wenn ich das hier hinterher noch ein bisschen sauber abschleife. Du müsst genau rauskommen. Es ist nicht mehr viel, was fehlt. Nicht ganz perfekt ist hier dieses, dass es nicht zugeht. Man merkt, wenn ich jetzt drauf drücke, geht der leichte Spalt zu. Aber das Scharniersystem finde ich mega geil. Ein schönes Objekt. Zack, geöffnet. Zack, geschlossen. Auch hier der Test jetzt mal. Kann man jetzt hier reinpacken. Das passt sehr, sehr schön schon auf dieser Seite. Hier geht es natürlich noch nicht zu. Okay, also ich finde es schon mal ganz geil, muss ich sagen. Eine Sache ist mir nicht ganz so optimal gelungen. Das würde ich nächstes Mal ein bisschen anders machen. Und zwar, der Deckel ist jetzt relativ schmal. Ich weiß jetzt noch nicht, ich kriege, glaube ich, keine großen Werkzeuge hier rein. Ich wollte eigentlich, dass man es aufklappt und hier Werkzeuge sind, hier Werkzeuge sind. Hier habe ich natürlich jetzt den meisten Platz für Werkzeuge. Ist jetzt nicht so optimal, muss ich sagen. Aber vielleicht kriege ich hier noch Bohrer rein oder irgendwie ein kleines anderes. Die Sägeblätter, die sind auch schön schmal. Ja, das ist doch geil. Vielleicht Sägeblätter und Bohrer hier oben rein. Mal gucken. Auf jeden Fall bin ich erstmal sehr zufrieden damit. Ich finde, das sieht richtig, richtig geil aus, dieses kleine Objekt hier. Und jetzt freue ich mich schon sehr. Jetzt werden wir nämlich hier mit weitermachen, mit der Innenfläche. Denn irgendwie muss unser ganzes Werkzeug jetzt hier rein. Und das machen wir jetzt. Jetzt habe ich das schön befestigt. Hier nochmal unterlagert, dass nichts kippen kann. Und jetzt soll das ganze Ding hier rein. So, jetzt fange ich an, hier die Fräsung für so ein Werkzeug zu machen. Male da mit einem Stift drumrum. Jetzt nehme ich diesen Rahmen, Shaper Trace, lege mir das einfach hier drauf. So, jetzt nehme ich mein Handy hier mit der passenden App, mache ein Foto davon. Zack. Und jetzt habe ich hier meinen Hammer eingescannt. Richtig nice. Freunde, darf ich präsentieren? Das sieht wie so CGI aus. Boah. Und nach diesem Prinzip gehe ich jetzt vor und guck mal, wie viel Zeug ich da reinbekomme. Um nochmal richtig Platz zu sparen, werde ich auch ein paar Werkzeuge optimieren. Diese kleine Taschenlampe, da oben den Nupsi, den drehe ich mal ab, dann habe ich auch ein bisschen mehr Platz. Das gleiche mache ich auch hiermit, Freunde. Der Nupsi kommt weg. Das hier ist nämlich das süßeste Feuerzeug der Welt. Das muss auf jeden Fall auch mit rein. So Leute, fertig gefräst. Ich sage jetzt gar nicht viel dazu. Genießt einfach. Das, Freunde, ist jetzt quasi die erste Layer. Ich habe aber noch hier unten drunter Platz, habe ich mir schon angezeichnet.
hier 1,5 cm bzw. 1 cm unter verschiedenen Werkzeugen. Deswegen werde ich jetzt noch eine tiefe Ebene gehen. Eine Ebene tiefer gehen. So. Es ist schon spät. Ich hab's verkackt, Leute. Jetzt habe ich hier die falsche Ebene ausgewählt und reingefräst in meine Taschenlampe, ey. Und in das Bohrfutter. Das Holz ist auch ein bisschen kaputt hier. Scheiße. Ja, okay, muss ich nachbestellen. Ist jetzt nicht das größte Drama aller Zeiten. Aber nervt natürlich hart. So, Freunde, man kann diese Dosen hier nicht so optimal rausnehmen. Deswegen habe ich mir was überlegt. Und zwar habe ich hier so einen kleinen Bit genommen, den ein bisschen an der Drehbank bearbeitet. Da passt jetzt perfekt ein Magnet drauf. Und jetzt, zack, kann ich die Dosen perfekt rausnehmen. Der kommt jetzt, zack, einfach da rein, standardmäßig. Dann kann ich mir den nehmen und diese kleinen Döschen rausnehmen. Das ist richtig geil, auch für Werkzeug praktisch. Also das muss ich sagen, ist einfach wieder so eine Kleinigkeit. Ich liebe es einfach. Was ich dagegen nicht liebe, heftige Überleitung, ist folgendes Problem. Ich habe gerade bemerkt, wenn man hier die Zange reinlegt und den Deckel drauf macht, zack, so, dann blitzt hier, wenn ich die Ausrichtung richtig habe, ein bisschen diese Zange durch. Da sieht man es. Also ich habe es zu knapp gefräst. Das krasseste Learning, Freunde, ist, ich habe es von Anfang an viel zu genau gemacht. Hier soll es ja reinpassen, aber ich muss es ja auch noch abschleifen und so. Das habe ich irgendwie nicht so ganz kalkuliert. Ja, aber deswegen repariere ich jetzt einfach mit der gleichen Maschine, womit ich dieses Teil baue, dieses kleine Problem. So, was habe ich gemacht? Ich habe hier ein Stück rausgefräst, das gleiche als negativ hier gefräst. Das mache ich jetzt frei und gucke mal, ob es reinpasst. So, hier ist das Teil. Boah, ist geil. So, Freunde, jetzt habe ich noch den Deckel. Der soll natürlich auch nicht so bleiben, denn da, seht ihr, haben wir auch noch ganz schön viel Platz drin. Da kommen auch ein paar Werkzeuge rein. Ich mache das jetzt mal fertig und dann bekommt ihr ein schönes Resultat. Bis gleich. So, Freunde, schaut euch das an. OMG! Ihr seht schon, da sind zwei kleine Magneten. Wofür die sind, zeige ich euch jetzt. So, schönes weißes, dünnes Blech. Da das ein Stahlblech ist, kann ich das jetzt nicht mit der Origin bearbeiten. Aber was ich gedacht habe, ich zeichne mir mit dem Gravierfräser quasi an, wie groß die Form sein muss. Und dann schneide ich es hinterher aus. Das ist zumindest die Idee. Nur den Lack ankratzen, darum geht es jetzt. So, fertig, da sieht man es. Also super schwer zu sehen, aber ich glaube, wenn man so mit dem Licht drüber geht, kann man es erkennen. Das werde ich jetzt schön aussägen und dann habe ich mein perfektes Stück. Ja, Freunde, ich würde mal sagen, der Plan ist aufgegangen. Hier ist meine Platte, hier mein Deckel. Sprachlos. Ne? Also das ist mega geil. Hier habe ich zwei kleine Griffmulden eingefräst. Da kann ich quasi das ganze Ding rausnehmen. Und ich bin sehr glücklich damit. Ich bin sehr, sehr glücklich damit. Freunde, ich bin richtig hyped. Jetzt der letzte Schritt, diese ganzen kleinen Teile hier schön absägen, abschleifen, dann alles zusammenbauen und dann feiner Schliff. Let's go, let's go, let's go!
Leider, Kleinigkeit, die blöd ist. Ich zeig's euch mal. Man sieht es einfach, ne? Es ist offen, es ist alles so ein bisschen zu knapp. Und hier habe ich auch noch eine Macke irgendwie beim Fräsen anscheinend gemacht. Habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, was ich da für einen Fehler gemacht habe. Jetzt überlege ich, hier einen Streifen Holz einzuleimen, weil es auch nicht so geil, dass ich halt diese Kante habe mit der Faserrichtung. Ne? Wäre vielleicht sinnvoller, wenn ich jetzt hier schön längs die Fasern hätte, auch um eine stabilere Kante zu haben. Ich glaube, das muss ich jetzt noch machen, ey. Wenn ich den Deckel jetzt verkacke, Alter, ne? Darf ich nicht dran denken. Freunde, ich finde, das sieht so unfassbar gut aus. Es ist richtig geil, smooth abgeschliffen. Hat auch einige Zeit gedauert. Die kleinen Aluteile habe ich auch noch poliert. Jetzt werde ich mit der Shaper hier das letzte oder die letzte Veredelung vornehmen. Kleine Gravuren und dann sind wir fertig. Alter, Freunde, zieht euch das rein. Ey, das sieht so geil aus. Freunde, wir sind bei der Montage angelangt. Schaut euch das bitte an. Oh. Das ist... Schreibt mal in die Kommentare, was das ist. Alle Teile sind fertig. Ich bin mega... Moment mal, hier fehlt doch ein Buchstabe. Scheiße, Leute. Alter, ey, Ich- und Rechtschreibung, ne? Da fehlt ein I. So, schnell gemacht. Passt ja auch irgendwie ganz gut zum Motto, ne? Alles startete mit der Idee, das Teil hier irgendwie sinnvoll zu nutzen. Und Freunde, ich bin so unglaublich gespannt, euch das jetzt zu zeigen. Das CTK, das Compact Toolkit. Ich bin immer noch sprachlos und jetzt wird es eingeräumt, Freunde. Denn diese ganzen Werkzeuge kommen in das Kit rein. Jetzt, Freunde, kann ich das ganze Ding schließen. Nehme das mal in die Hand und jetzt mache ich es mal so. Ich schütte das komplett durch. Und jetzt machen wir es wieder auf zusammen. Und ihr seht, es ist alles perfekt drin. Ich habe übrigens, das muss man wissen, hier vorne noch eine Rundung angeschliffen. Also hier sieht man, das ist eckig. Und hier vorne ist eine Rundung. Damit man das jetzt schön einfach hier so in die Ledertasche packen kann. Ja, richtig geil. So kleine Details. Hier, das hier, da muss man so ein bisschen mehr fummeln, ne, weil es genau reinpasst. So, kann es einfach reinschieben. Zack. Oh, Alter, wie es passt, ey. Bam! Alter, das hat ein Gewicht, das ist so unfassbar geil einfach. Zack, man sieht, der Formfaktor, es passt perfekt hier rein. Das ist so geil, das ist so geil, ne? Oder was sagt ihr dazu? Lasst mir mal einen schönen Kommentar da. Vielen, vielen Dank für euren Support. Danke Shaper fürs Projekt-Sponsoring. Und ey, ich sag mal so, Leute, ich werde ein paar Instagram-Stories machen, wenn ich das Ding benutze. Repairing is caring, das ist das Motto. Und ach Mann, ich kann es mir den ganzen Tag noch angucken. Vor allem, guck mal hier, wie das verschwindet, das ganze Werkzeug. Zack.
Alles schön auf der Ebene hier. Das ist so unfassbar geil. Mann, 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 Mann. Ah. In diesem Sinne, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ein wunderschönes Produkt, wie ich finde. Wenn ihr Lust habt, kommt gerne zu Patreon, unterstützt mich oder zu den YouTube-Kanalmitgliedschaften. Vielen, vielen, vielen Dank an alle, die schon dabei sind. Und ich nehme das kleine Ding jetzt mit in Urlaub und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschö!